Hi Leute, Philipp von LBM Bikers Outfit hier. Ich möchte euch heute das Sena SRL Mesh Kommunikationssystem vorstellen. Ich will euch zeigen, für welche Helme es geeignet ist, wie man es konkret in einen Helm einbaut, was es alles kann und natürlich, wie das Ganze aussieht, wenn es dann fertig ist. Ganz kurz vorneweg, es gibt 3 Modelle aktuell, für die das System geeignet ist. Da haben wir einmal den Klapphelm, das ist der Neotech 2. Wir haben den sportlichen Tourenhelm mit Sonnenblende, das ist der GTR 2. Und den Jethelm mit langem Visier, der J-Cruise 2. Geeignet sind die Helme, weil ihr hier an den Seiten unten eine Aufnahme findet, in die das System sich mehr oder weniger perfekt integriert, schön schlank aussieht und das sehen wir gleich nach dem Einbau. Eine spezifische Aufnahme am Helm ist nichts anderes als eine kleine Halterung unten an der Helmkante. Wir werden gleich hier diese Plastikabdeckung entfernen. Darunter ist dann eine kleine Schiene. Genauso auf der anderen Seite. Das führt nicht nur dazu, dass das System im Endeffekt am Helm schlanker aussieht, sondern es gibt auch einfach wirklich extra sicheren Halt, ohne dass man noch zusätzliche Teile wie Klemmen oder Klebepads benötigt. Schauen wir uns den Lieferumfang des Gerätes mal genauer an. In der Box findet ihr natürlich erstmal das Kommunikationssystem an sich. Das ist folgendermaßen aufgebaut. Ihr habt die Einheiten, die außen an den Helm angeklickt werden. Ihr habt einen Akkupack, ihr habt 2 Lautsprecher und die Antennen, die auch zwischen Helmpolster und Schale geschoben werden. Außerdem, und jetzt wird es wichtig, findet ihr verschiedene Zubehörteile. Das sind unter anderem der Wireless-Adapter für Updates des Gerätes über WLAN und verschiedene Arten von Mikrofonen, die ihr einsetzen könnt, je nachdem, ob ihr einen Klapphelm oder einen Integralhelm habt. Eine Anleitung in verschiedenen Sprachen ist auch beigelegt, kann man sich aber bei Verlust auch gerne alles online runterladen. Das sind die beiden Arten von Mikrofonen, die ihr in dem Shoei-Set finden werdet. Das ist einmal das Schwanenhalsmikrofon und das Kabelmikrofon. Das Schwanenhalsmikrofon verwenden wir für die Klapp- und Jethelme, weil natürlich logischerweise vorne kein Kinnteil ist und sich das Schwanenhalsmikro dann schön aus dem Polster vor zu eurem Mund biegt und ihr gut sprechen könnt. Das Kabelmikrofon, dafür findet sich im Integralhelm extra eine kleine Vertiefung innen in der Schale. Da wird das Kabel verlegt. Durch das kleine Klebepad auf der Rückseite mit einem Klett versehen, wird das Mikrofon einfach vorne eingeklebt und hält da fest und sicher am Platz. Das ist der Helm, an dem ich euch heute den Einbau demonstrieren werde. Ein GTR 2 in der Größe S, wobei die Helmgröße für euer Kommunikationssystem unerheblich ist. Wollte ich nur mal pro forma erwähnen. Das System passt in jeden Helm in jeder Größe. Bevor wir mit dem Einbau beginnen, schnappt euch etwas, wo ihr den Helm sicher drauf abstellen könnt. Ich benutze so einen Ring. Ist natürlich ein bisschen spezielles Equipment. Man kann auch einfach ein Handtuch zusammenrollen zu so einem Kreis und mit einer Sicherheitsnadel zusammenhalten. Es tut aber auch ein weiches Mikrofasertuch. Wichtig ist, dass der Helm euch nicht wegrutschen kann. Weil das ein Integralhelm ist, benutzen wir heute beim Einbau das gute Kabelmikrofon und die ganzen Teile zeige ich euch jetzt im Detail. Wenn ihr euch einen Shoei-Helm kauft, ist im Lieferumfang immer so ein kleines Spezialwerkzeug dabei. Das ist ein kleiner Plastikspatel, mit dem ihr zum Beispiel die Kappen am Außenbereich des Helms abmachen könnt. Also da kommt ihr dann leichter dran an die Installation und ihr könnt es auch noch für 2, 3 andere Sachen benutzen. Das zeige ich euch gleich, wenn ich dabei bin. Ich habe jetzt für das Einbauen des Systems das Visier des Helms entfernt, einfach damit man es auch nochmal zusätzlich vor Kratzern schützt und weil ich persönlich dann besser an alles drankomme. Der erste Schritt ist immer, die Innenpolster auszubauen. Da zieht ihr hier einfach leicht an den Wangen, dann lösen sich die Knöpfe an den Seiten und ihr könnt hier das Polster vorsichtig aus der Außenschale herausziehen. Von vorne nach hinten, den letzten Knopf lösen. Und schon habt ihr das Polster draußen. Andere Seite genauso. So. Damit wäre der Helm jetzt schon mal vorbereitet zum Einbauen. Für die Integration der Lautsprecher, die natürlich gleich erforderlich sein wird, habt ihr an jeder Seite des Helms hier ein kleines Polster. Das könnt ihr einfach rausziehen. Ihr seht schon eine kleine kreisrunde Ausbuchtung. Hier wird gleich der Lautsprecher eingesetzt und man sieht es auch, die Kabelkanäle. Von hier geht das Mikrofon vorne zum Mund auf der rechten Seite und nach hinten verläuft auch ein kleiner Kabelschacht, der führt dann zum Akkupack. Jetzt kommt unser kleines Spezialwerkzeug zum Einsatz.
Ihr seht hier unten eine kleine Lücke, einen Knopf bzw. einen kleinen Spalt. Da führe ich das Werkzeug einfach rein, drücke ein bisschen nach innen und schon springt es raus und ich kann es in Richtung der Rasterung schräg nach vorne rausziehen. Damit ist die Seite des Helms jetzt schon vorbereitet für den Einsatz der Steuereinheit. Nachdem wir jetzt auf beiden Seiten die Kappen entfernt haben, ist noch der hintere Schacht im Helm dran. Da kommt das Akkupack rein. Gehe ich hier zwischen mit meinem kleinen Werkzeug. Das ging jetzt sehr einfach. Das wird hier auch noch so ein bisschen durch diese Gummilippe gehalten. Also könnt ihr die gerne ein bisschen abziehen, die Kappe abmachen und da ist ein bisschen Füllmaterial drin. Das schmeißt ihr einfach raus. Man kann das System natürlich auf mehr als eine Art und Weise der Reihenfolge einbauen. Ich persönlich fange immer gerne mit dem Akkupack hinten an. Also diese große Einheit hier, die setzen wir jetzt in dieses eben entstandene Feld rein. Und das ist das, wo ich eben von gesprochen habe. Man kann dieses kleine Werkzeug nämlich hier wunderbar benutzen, um diese Gummilippe ein bisschen hochzuheben. Dazu tue ich erstmal die Teile in den Helm rein. Hebe die Gummilippe hier ein bisschen an. Das System klickt rein und schon ist es fest, weil dieser kleine Clip, der da vorher die Kappe gehalten hat, die das abgedeckt hat, jetzt auch den Akku hält. So, hier seht ihr jetzt nochmal die Teile im Detail. Das ist die Einheit, die gleich außen rangesetzt wird. Das mache ich im zweiten Schritt. Als erstes tue ich jetzt mal den Lautsprecher in die davor gesehene Mulde rein. Und ihr seht es schon, an der linksseitigen Lautsprechermuschel ist ein kleiner Stecker mit dran. Da wird gleich das Mikrofon eingesteckt. Die Kabelführung wird im Endeffekt noch richtig gemacht. Das Mikrofon wird hier in den Kabelkanal gelegt und im Endeffekt vorne in diese kleine Mulde gesteckt. Das mache ich jetzt im nächsten Arbeitsschritt. Wenn ihr das zusammensteckt, achtet unbedingt darauf, hier ist eine kleine Vertiefung. Hinten nicht und hier vorne findet ihr das Gegenstück zu dieser Vertiefung, damit dieser Stecker auch richtig schön fest zusammengleitet und nicht mehr so leicht auseinandergehen kann. So, jetzt kommt ein kleiner Trick, den ihr beim Einbau unbedingt beachten müsst. Und zwar schieben wir jetzt diese Einheit auf diese Aufnahme drauf. Ihr müsst aber sehen, dass die Antenne und dass dieser kleine Clip, den wir im Endeffekt gleich hier zwischen Kalotte und Innenpolster stecken, nicht verdreht sind. Ganz wichtig, weil das Innenpolster des Helmes, was wir im Endeffekt gleich wieder hier reinmachen werden, bei einem verdrehten Kabel natürlich nicht rein kann. Alles schön enttüddeln und dann hat das auch kein Problem. Damit ist die Aufnahme bereits installiert. Ihr seht, das integriert sich hier sehr schön schlank in den Helm. Und jetzt stecke ich das hier noch hinten rein. Die Antenne wird hier vorne vorgesetzt. Das mache ich mal gerade in Feinarbeit. Hier seht ihr jetzt mal eine fertig installierte Seite. Und zwar werdet ihr bemerken, wie schön sich die Antenne hier zwischengeschoben hat und der Clip hinten zwischen der Helmschale steckt. Die Antenne, die habe ich ja auf der anderen Seite noch nicht drin, hat ja am Ende dieses gebogene Häkchen. Das verschwindet hier wunderbar in dieser Ritze zwischen den beiden Schaumstoffteilen, die die innere Helmschale binden. Und ihr werdet bemerken, das ist auch ein kleiner Tipp von mir, hinten vom Akku, das Kabel, was herauskommt, ist hier mit so einer Schlaufe verlegt. Und das ist deswegen, ihr seht diesen kleinen weißen Pin, das ist die Aufnahme für das Wangenpolster, für die Seite. Wenn ich das Kabel jetzt da lang führen würde, hätte ich mir selber den Weg verbaut. Und genauso ist es hier. Da vorne ist das Kabel, was aus der äußeren Einheit rauskommt. Und dazwischen, wo mein Finger jetzt sozusagen ist, werde ich im Endeffekt das Helmpolster stecken. Alles andere, die Kabel, alles von der Antenne, auch der Lautsprecher, verschwinden dann unter dem Polster und es sieht von außen wunderbar schlank aus. Jetzt schieben wir noch schnell von der anderen Seite das Bedienelement da rein. Auch hier darauf achten, die Laufrichtung der Aufnahme beachten, aufsetzen, bis es klickt und vorher natürlich schauen, dass die Kabel nicht verknotet sind. So, hier sehen wir jetzt die linke Seite des Helms, nachdem wir die Einheit eingefügt haben. Auch da seht ihr die Schlaufe auf der
Akkuseite, damit man das Innenpolster wieder installieren kann. Hier die Antenne zwischengeschoben mit dem Clip. Alles wunderbar im Helm verschwunden und hier kann ich dann das Polster zwischenschieben. Die Aufladung der Anlage funktioniert im Endeffekt über den Stecker hier hinten. Müsst ihr nichts wieder ausbauen, könnt ihr einfach den Helm, wie er ist, neben die USB-Steckdose legen und laden. So, hier seht ihr jetzt einmal die fertige Unterseite des Helms mit eingebauter Anlage. Ganz schlank nur an den Rändern zu erkennen. Und bei Shoei immer wichtig, ich habe euch ja eben mehrfach die Aufnahmen für die Polster gezeigt, es geht alles mit sanftem Druck. Man sieht, es fügt sich hier wirklich sehr schön unter den Rand ein, unter den Windabweiser vorne. Man muss keine Gewalt anwenden, um diese Polster da wieder reinzukriegen. Wenn man die Kabel nicht verdreht und richtig im Helm hat, ist das alles total einfach möglich. Ganz leicht zu sehen, hier oben noch rechts und links die kleinen Kabel, die vorkommen. Man kann das optional auch noch da drunter schieben, wenn einen das stört. Aber das war es dann auch schon. So, wie ihr gesehen habt, ist der Einbau des Systems wirklich sehr einfach und am fertigen Helm fällt es wirklich kaum noch auf. Jetzt kommen wir zum Kern der ganzen Geschichte, den technischen Feinheiten. Was macht ein Mesh-System anders als ein herkömmliches Bluetooth-Kommunikationssystem? Stellt euch die Bluetooth-Verbindung vor wie eine Kette. Es ist eine recht starre Verbindung. Wenn die aus irgendwelchen Gründen mal reißen sollte, ihr bleibt an der roten Ampel stehen und euer Vordermann fährt zum Beispiel weg, dann ist sie weg, man muss anhalten, sich neu verbinden, kann immer sehr ärgerlich sein. Das Mesh-Netzwerk funktioniert komplett anders. Es ist wie ein dynamischer, ja, stellt es euch vor, wie eine Serververbindung um euch herum, in die sich jeder einklinken kann. Da gibt es zwei Arten von Kanälen. Das ist einmal der offene Kanal, beziehungsweise bei dem System 9 offene Kanäle, auf denen jeder sozusagen drauf kann und der dann eben auch diese unbegrenzte Anzahl an Teilnehmern ermöglicht. Oder ihr könnt natürlich auch einen privaten Kanal machen, wenn ihr nur mit euren Freunden sprechen wollt, der dann aber ebenfalls total dynamisch funktioniert. Nicht nur die Art der Verbindung ist über dieses Mesh deutlich dynamischer, auch die Reichweite der Verbindung ist ganz anders als bei einem herkömmlichen Bluetooth-System. Wir haben hier eine angegebene Reichweite von 2 Kilometern in der Mesh-Kommunikation. Das kann man aber auf bis zu 8 Kilometer ausdehnen, und zwar jeder Fahrer, der in eurem dynamischen Netzwerk mitfährt, kann funktionieren wie eine kleine Antenne. Das heißt, ihr fahrt ganz hinten, euer bester Kumpel oder wer auch immer fährt ganz vorne und all die Fahrer, die dazwischen noch gesetzt sind, funktionieren wie ein kleiner Sendemast. Und ihr könnt immer noch miteinander sprechen. Mir persönlich fällt jetzt kein Fahrszenario ein, wo man vielleicht noch mehr Reichweite braucht. 8 Kilometer ist schon ziemlich viel. Ja, so viel zur Verbindung vom Mesh. Das System bietet euch aber auch noch andere technische Feinheiten. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, mit euren Assistenten zu sprechen. Das sind ja entweder der Google Assistant oder Siri. Da kann man Sprachsteuerung vornehmen, entweder nächstes Lied, Anruf annehmen, ablehnen. Ihr könnt jemanden aus eurer Schnellwahlliste anrufen, was auch immer. Das könnt ihr euch ja alles in den Anleitungen durchlesen. Ein Radio habt ihr da mit drin, da können bis zu 10 Kanäle abgespeichert werden. Und für den Klang, ihr habt es vielleicht eben schon gesehen beim Einbau, ist es hier unten auch dran geschrieben. Das sind original Harman-Kardon-Lautsprecher in diesem System drin. Das Feedback, was die Kunden, denen wir es eingebaut haben, uns gegeben haben, ist schon so, dass es wohl deutlich besser klingt als viele andere Anlagen. Das war jetzt einmal ein Beispiel für den Einbau eines bestimmten Kommunikationssystems. Wenn ihr noch Fragen habt, ob euer Helm geeignet ist, noch weitere Fragen zu den spezifischen technischen Eigenschaften der Systeme, lasst uns gerne einen Kommentar da und wir beantworten eure Fragen. Wenn ihr in der Nähe von Bielefeld seid, dann könnt ihr auch gerne immer unseren Einbauservice für die Systeme in Anspruch nehmen oder euren Helm einfach mal mitbringen, dann klären wir alles vor Ort. Das war's von meiner Seite, wir sehen uns beim nächsten Mal, ich freue mich drauf.